Wir haben insgesamt 4 Standorte, insgesamt auch 4.500 Mitarbeiter in etwa. Und Sie können sich vorstellen, dass dann die entsprechende Einsatzplanung und Ressourcenplanung, wann welcher Mitarbeiter an welchem Standort, in welchem Schichtmodell entsprechend arbeitet, natürlich eine große Herausforderung ist. In der Notaufnahme arbeiten wir ja mit einem Schichtdienst. Die Herausforderung ist, meine 13 bis 14 Assistenten für jeden Monat einzuteilen. Und jeder kennt die Arbeitszeitgesetze, die sind oft nicht so einfach, die alle im Kopf parat zu halten. Heißt Ruhezeiten einhalten, wie viele Schichten darf ich aneinander rein, sind die Urlaube, Fortbildungen berücksichtigt. Das ist schon eine Herausforderung, da einen guten Dienstplan aufzustellen. Also prinzipiell gehören zu meinem Bereich 5 Abteilungen mit insgesamt um die 150, 180 Mitarbeitern. Und meine Aufgabe ist, das Personal zur Verfügung zu stellen und dann auch die Pläne zu prüfen. Mitarbeiter ist für mich der springende Punkt, damit wir auch unsere Patienten versorgen können. Und dabei hilft mir halt Atos, MyTime sehr, weil der Mitarbeiter einfach mittlerweile auch die Möglichkeit hat, jeden Tag 24/7 sein Arbeitszeitkonto zu begutachten und aktiv darin zu arbeiten. Wir können auch schauen, okay, ist ein Antrag schon genehmigt oder ist er nur in Bearbeitung? Und brauche eigentlich gar nicht den Face-to-Face-Kontakt mit meiner Chefin. Durch das, dass ich eben eine Teilzeitkraft bin, ist mir das manchmal ein bisschen schwierig, meine Chefin auch zu erwischen. Wir sind ja momentan in der Erprobungsphase über Tauschbörse, wo ich zum Beispiel jetzt gar nicht mehr so involviert bin, wenn ein Mitarbeiter mit einem anderen Mitarbeiter am Gang ein Gespräch führt und sagt, du, ich bräuchte da frei und beim anderen Mitarbeiter wird es klappen, können die untereinander einen Diensttausch beantragen und ich bin als Dienstplaner raus. Durch das, dass ich die Freigabe der Dienstpläne mache, brauche ich auch nicht mehr darauf hoffen, dass die Stationsleitung alle tariflichen, gesetzlichen und Betriebsvereinbarungen einhält, weil einfach das Planungstool die Freigabe blockiert, wenn diese Regeln nicht eingehalten wurden. Und somit erleichtert mir das auch die Arbeit bei der Prüfung. Zeit ist immer ein Faktor, der uns alle fehlt in der Klinik. Und ich möchte natürlich nicht einen Tag lang nur da sitzen, Tetris spielen auf meinem Papierdienstplan, um zu gucken, wann passt er denn. So muss ich das nur eingeben in meinen Dienstplan, wählen wir die Planprüfung dazu und das System prüft es mir sicher, dass ich alle Regeln berücksichtigt habe. Für mich hilft es extrem in der Planung, was das Zeitmanagement angeht. Ich habe jetzt für alle anderen Dinge mehr Zeit und die Möglichkeit, mich auf persönliche Gespräche zu konzentrieren, die mir persönlich auch sehr am Herzen liegen. Naja, ich glaube auch der Mitarbeiter, ja, der bei uns natürlich im Krankenhaus sowieso im Zentrum steht, ja, weil es die wichtigste Ressource ist, ja, für die müssen wir auch entsprechende Rahmenbedingungen bieten, dass sie ihre Arbeit, ja, nämlich die am Patienten, gut liefern können. Und da kann natürlich so ein Workforce Management am besten helfen.